Diese Geschichte ereignete sich in den tiefen Wäldern Kanadas. In dem Gebiet der Lashwoods lebte ein Mann, der für seine hochwertigen Hunde, die er jedes erzüchtete, berüchtigt war. Der Trick seiner Zucht lag darin, dass seine Tiere halb Wolf, halb Hund waren. Dies ermöglichte einige wunderschöne, einzigartige Welpen, die sehr gefragt waren. Der Mann hatte kein Mitgefühl für seine Tiere, sondern hatte nur die Gewinne im Kopf, die er erzielen konnte. Er trieb es so weit, dass die arme Princess nach nur 6 Jahren völlig erschöpft war. Aufgrund der Überbeanspruchung und mangelnder Fürsorge stand der Hundebesitzer Boromir vor einem schwierigen Problem. Er erkannte, dass Princess der Aufgabe nicht mehr gewachsen war. Und er wusste auch, dass es ihn in Ruhestand versetzen und das Haustier behalten müsste. Dies bedeutete für ihn, dass er nur ein weiteres Maul stopfen musste. Deshalb machte er sich daran, das wirklich Undenkbare zu tun. Er musste sie loswerden, und zwar schnell. Natürlich wusste Princess nichts von den perfiden Plänen ihres Herrchens und war ganz aufgeregt, als er mit ihr aus dem Haus ging. Sie liebte es, wie vermutlich jeder Hund auf dieser Welt, spazieren zu gehen. Doch ihr Herrchen ging nur äußerst selten mit seinen Hunden Gassi, weshalb es für die Hündin umso aufregender war. Das unschuldige Tier ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welches grausame Schicksal ihr blühte. Boromir packte die Hündin in sein Auto und fuhr mit ihr mehrere Kilometer von zu Hause weg. Dann bog er in ein Waldgebiet ein und hielt an. Er ließ die Hündin aus dem Auto und lief ein Stück mit ihr in den Wald. Der Hund war sehr neugierig, denn hier waren sie zuvor noch nie gewesen. Doch anstatt einen schönen Spaziergang zu machen, verfolgte der Mann andere Pläne. Nach wenigen Metern zu Fuß legte er die Leine fest um den Stamm eines Baumes und forderte Princess auf, sich zu setzen. Sie tat dies gehorsam. Sie wollte ihrem Herrchen gefallen, denn sonst würde er wieder ausfallend werden. Dann drehte der Mann ihr den Rücken zu und ging einfach davon. Princess war zunächst unbeeindruckt. Sie dachte, ihr Herrchen würde bald zurückkommen. Als die Sonne am Himmel zum Sinken begann, fing Princess an, sich Sorgen zu machen. Wo konnte ihr Herrchen nur sein? Was sollte sie tun? Die Hungerschmerzen in ihrem Magen wuchsen und sie dachte in ihre Welpen, die vermutlich gerade verzweifelt ihre Mutter suchten. Trotzdem blieb die Hündin ruhig und versuchte zu schlafen, in der Hoffnung, dass der nächste Tag eine bessere Zukunft bringen würde. Als sie am nächsten Morgen erwachte, spürte sie erneut den Hunger in ihrem Körper. Und das mit einer solchen Intensität, dass sie anfing, an ihrer Leine zu knabbern, die sie am Baum festhielt. Sie musste dringend Nahrung finden. Dank ihrer scharfen Eckzähne gelang es ihr, die Leine innerhalb einer Stunde zu durchtrennen und sie konnte sich frei bewegen. Zwar lebte die Hündin ihr ganzes Leben lang in Gefangenschaft, doch aufgrund der Tatsache, dass in ihr ein halber Wolf steckte, verfügte sie über einen stark ausgeprägten Jagdtrieb. Dieser ermöglichte es ihr, dass sie binnen weniger Stunden bereits etwas erbeuten konnte. Da sie wusste, dass sie frisches Wasser brauchte, versuchte sie, den örtlichen Fluss zu finden. Als sie ihre Nase wieder auf dem Boden hielt, nahm sie einen Geruch wahr, den sie nicht erwartet hätte. Tatsächlich war es etwas, das sie fürchtete. Der Geruch eines Wolfes. Sie mochte zwar selbst ein halber Wolf sein, aber sie war als Haushund aufgewachsen und daher nicht darauf vorbereitet, mit einem wilden Wolf in Kontakt zu kommen. Geschweige denn mit einem ganzen Rudel von ihnen. Sie wollte sich gerade in die entgegengesetzte Richtung bewegen, als sie etwas sehr Vertrautes hörte. Das Wimmern von Welpen. Ein Geräusch, an das sie nur allzu sehr gewöhnt war. Nennen wir es ihre Mutterinstinkt oder etwas ähnliches, aber sie hatte das Gefühl, dass sie der Sache nachgehen musste. Princess folgte den Geräuschen und stieß schließlich auf den Eingang einer Höhle. Langsam schritt sie voran. Als sie aufblickte und in die Höhle hineinschaute, sah sie, dass dort eine tote Wölfin lag. Es musste sich um die Mutter der Jungtiere handeln. Hinter ihr lugten 6 kleine Fellnasen hervor. Der Instinkt von Princess hatte recht gehabt. Die kleinen Welpen befanden sich in großer Not. Ohne Hilfe würden sie keine Woche überleben. Die Brustdrüsen der Hündin waren mit Milch gefüllt, wegen ihres eigenen Wurfes, von dem sie getrennt worden war. Und diese Welpen brauchten eine Pflegemutter. Die Hündin legte sich in die Höhle und begann schnell das Vertrauen der Jungen zu gewinnen. Es dauerte nicht lange, da saugten die Jungen an ihren Zitzen. Die Welpen nahmen Princess schließlich wie ihre eigene Mutter auf und wuchsen schnell heran. Mit der Zeit lernte Princess immer besser zu jagen und als die Jungen heranwuchsen, versuchte die Hündin die Welpen so gut wie möglich auf ihr späteres Leben vorzubereiten. Die Jungtiere spielten grob miteinander und lernten darüber hinaus sich anzupirschen, ohne dass der andere es merkte. Sie konnten nicht wissen, dass sich genau dieses Training eines Tages als sehr nützlich erweisen würde. Einige Monate später waren die Jungtiere zu kräftigen Wölfen herangewachsen. Es würde nicht lange dauern, bis jeder seinen eigenen Weg gehen würde. Es herrschte ein tief liegender Nebel, der die Sicht auf ein Minimum reduzierte. Princess war allein zur Jagd aufgebrochen und hatte die Jungen zurückgelassen. Nach nur 20 Minuten hörte sie ein Rascheln um sich herum. Als sie ihre Nase in die Luft streckte, kam ihr der vertraute Geruch von Wölfen entgegen. Das war ein Problem.
Ihr Herz begann schnell zu klopfen. Sie wusste, dass sie gegen ein Rudel Wölfe keine Chance hatte. Wenn ihre Vermutung stimmte, war sie im Begriff, ein sehr gefährliches Gebiet zu betreten. Plötzlich tauchte eine dunkle Gestalt aus dem Nebel auf und kam auf sie zu. Es war ein großer, schwarzer, zotteliger Wolfsrüde, der sie bedrohlich anknurrte. Als sie sich zur Wehr setzen wollte, tauchten weitere Wölfe aus den Tiefen des Nebels auf, was sie schockierte. Princess wusste, dass sie keine Chance hatte. Sie warf sich in Unterwürfigkeit nieder, um den Angriff im letzten Moment zu verhindern. Aber die zähnefletschenden Wölfe nahmen diese Aktion nicht richtig wahr. Im Gegenteil, das Rudel stürzte sich auf die Hündin. Princess war bereit, mit allem, was sie hatte, zu kämpfen. Doch eines war klar: alleine hatte sie keine Chance gegen 5 ausgewachsene Wölfe. Die Situation schien aussichtslos. Da schossen im Augenwinkel der Hündin 6 junge Wölfe aus dem Gebüsch. Sie wehrten die Wölfe ab, die sich auf Princess stürzten, und verscheuchten das Rudel. Zwar hätte es das Wolfsrudel durchaus mit 6 jungen Wölfen aufnehmen können, aber dennoch entschieden sie sich für den Rückzug. Die jungen Wölfe konnten in letzter Sekunde den Angriff abwehren und ihre Mutter das Leben retten, so wie sie einst die kleinen Wölfe rettete. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, um keine weiteren Geschichten zu verpassen. Schau dir jetzt ein Video von einer schwangeren Frau an, die von einem Wolfsrudel umzingelt wurde. Zu dem Video kommst du rechts.